Hallo, wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Bernadette Olderdissen und ich bin freie Reisejournalistin und Buchautorin mit einer zweiten Heimat in Schwedisch Lappland, und zwar dem Dorf Båtskärsnäs. Könnte kein größerer Kontrast zu meiner ersten Wahlheimat Hamburg sein, denn Båtskärsnäs hat nur 200 Einwohner. Und ich habe entschieden, ich werde das Format meiner Videos aus Schwedisch Lappland, wenn ich dann hier bin, ein bisschen ändern. Und deswegen mache ich jetzt immer kürzere Videos von 8 Minuten im Einklang mit den 8 Jahreszeiten. Und zwar zu einem bestimmten Thema, was mich hier oben immer wieder berührt. In meinem Buch über die 8 Jahreszeiten und das Leben im Takt der Natur habe ich ja geschrieben, dass für die samische Urbevölkerung hier oben der Sommer die Jahreszeit des Nachdenkens ist. Und das habe auch ich die letzten 2 Monate hier sehr viel getan, und zwar über meine Aufmerksamkeit im Alltag. Wo geht meine Aufmerksamkeit überhaupt hin? Wo liegt mein Fokus? Und ich weiß, dieses Wort Achtsamkeit ist ja mittlerweile sehr abgedroschen und wird in sämtlichen Coachings zu Persönlichkeitsentwicklung und so weiter benutzt. Aber das war trotzdem etwas, was ich schon lange gedacht habe, was mir hier die Natur immer wieder vor Augen führt. Und ein sehr schönes Beispiel dafür, das ist vor ein paar Wochen passiert. Da hat mir nämlich ein ganz lieber Nachbar und mittlerweile auch Freund verraten, wo ich Pfifferlinge finde. Und Pfifferlinge, das sind ja ganz wertvolle Pilze, auch hier oben. Und wenn man da eine Stelle hat, dann verrät man das keinem. Dann behält man das schön für sich. Aber jetzt, in meinem 3. Sommer, bin ich langsam so gut befreundet mit manchen Leuten, dass mir da auch manche Pfifferlingsstelle verraten wird. Und das Witzige war, dass diese Stelle genau an einem Weg liegt, wo ich ganz oft vorbeigekommen bin. Und die letzten 2 Jahre habe ich nie gesehen, dass dort Pfifferlinge wuchsen, obwohl die ja jedes Jahr eigentlich auch so an derselben Stelle erscheinen. Und ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Also ich gehe oder fahre immer blind an diesen Stellen vorbei, schaue gar nicht, was passiert da am Wegesrand. Und das war doch etwas, was ich während meines Jahres hier oben, 2022, schon ein bisschen geübt habe. Also wirklich mal achtsamer zu sein für das, was auch rechts und links neben mir geschieht in diesem Moment. Und nicht einfach wie mit so Scheuklappen durch den Alltag hindurch zu rasen und mit dem Kopf immer schon meilenweit voraus zu sein bei den nächsten Aufgaben und bei meiner To-Do-Liste. Und während ich diese Pfifferlinge gepflückt habe und sauber gemacht habe, und das muss man ja auch ganz in kleiner Fizzelsarbeit machen, denn es gibt schon manchmal auch in größeren Pilzen natürlich Würmer, da habe ich wieder gedacht, ja, es ist so schön, dass gerade die Natur hier oben in Schwedisch Lappland mich immer wieder ein bisschen zurückholt in die Realität, in diesen Moment. Und mich daran erinnert, dass ich auch mal hier und jetzt präsent sein darf. Und die Zukunft, sei es in einer Stunde oder morgen oder übermorgen, das kümmert sich schon alles um sich selbst. Und da habe ich wieder angefangen, auch mehr Aufmerksamkeit zu schenken den kleinen Dingen, wann wachsen jetzt welche Beeren. Die Blaubeeren waren jetzt dran, aber da habe ich auch vor ein paar Tagen schon gemerkt, sie werden langsam braun, also die Zeit geht zu Ende. Dann habe ich mir die Lingon, heißen die hier oben, Preiselbeeren angeschaut, die auch langsam rot werden. Also ich schätze noch ein paar Tage, dann kann man da langsam pflücken. Und wirklich diese kleinen Dinge in der Natur, die sich ständig ändern, einfach mehr wahrzunehmen auch. Und genauso ist es hier viel leichter, finde ich, als in der Großstadt oder zurück im hektischen Alltag in Deutschland zu spüren, wie schnell sich auch etwas verändert. Also vor ein paar Wochen hatten wir noch ganz viele Mücken und es hat dauernd überall gejuckt. Die stechen ja auch durch die Haare und ich dachte mir, Mensch, fühlt sich an, als hätte ich Läuse. Und auf einmal sind die Mücken weg. Und auf einmal sind auch die Zugvögel schon wieder weg oder gruppieren sich zumindest für ihre Reise nach Süden.
Und das sind wirklich so wunderschöne Kleinigkeiten, wo ich immer wieder denke, das macht so Freude auch, das wahrzunehmen und nicht einfach nur vorbeizurasen an allem mit den Gedanken ganz woanders. Und ja, das ist so das Thema, was ich gerne mit euch teilen wollte dieses Mal, meine Gedanken zum Thema Achtsamkeit, Aufmerksamkeit. Was nehmen wir überhaupt wahr? Und vielleicht mögt ihr ja mit mir teilen in den Kommentaren, worüber ihr diesen Sommer besonders nachgedacht habt oder welches Thema euch besonders beschäftigt hat. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, von euch zu hören und wünsche euch einfach viel Freude und ein bisschen Entspannung mit diesen schönen Naturszenen aus dem Norden von Schweden. Ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid bei den 8 Minuten aus Schwedisch Lappland.